Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier aus Dr. Keller. Wir sind immer noch in der kleinen Videoreihe zur TD3 bzw. zur 303 und wollen immer noch unsere Asset-Techno-Version von Hänschen Klein machen. Im letzten Video habe ich auch schon angefangen, Hänschen Klein in den Sequencer einzugeben. Allerdings hat es mit dem Rhythmus noch etwas gehapert. Das war der Stand letzte Woche und ich kann jetzt einfach hingehen und in den Time Mode wechseln und hier die richtige rhythmische Reihenfolge einprogrammieren. Und jetzt spiele ich das Pattern nochmal ab. Und wir hören, es passt. Allerdings kann man das jetzt noch ein bisschen aufpeppen. Dazu gehen wir nochmal zurück in den Pitch Mode. Denn ich kann Töne nach oben und nach unten pitchen um eine Oktave. Ich kann Akzente setzen und ich kann Slides setzen. Gerade die letzten beiden Sachen sind relativ wichtig und sehr charakteristisch. Ganz besonders die Slide-Funktion der 303. Ich bin jetzt im Pitch-Mode und ich kann jetzt die einzelnen Töne quasi nacheinander durchgehen, indem ich immer hier unten auf den unteren Knopf gehe. Also so, jetzt kann ich sagen, den dritten will ich zum Beispiel akzentuieren. Dann halte ich das hier und gehe auf Accent. Den auch. Und den von mir aus auch. Ich habe jetzt einfach mal nur Akzente eingegeben. Hören wir mal an. Dieser Accent-Regler, den wir uns schon angeschaut haben, der hier oben gibt jetzt an, wie stark diese Akzente sind. Drehe ich den komplett zu, höre ich sie gar nicht. Jetzt werden sie ganz extrem. Das wären die Akzente. Ich wechsle jetzt immer zwischen den beiden Modi hin und her. Ihr könnt natürlich Akzente, Oktavierung und Slide auch alle in einem Durchlauf machen. Ihr könnt die theoretisch auch gleich mit den Noten eingeben. Würde ich nicht empfehlen, weil es ein bisschen unübersichtlich ist, aber geht. So, wir machen jetzt auch... Also was ich jetzt jeweils gemacht habe, ist hier auf Up zu gehen. Damit ist jetzt alles eine Oktave höher. Ja, das heißt, wenn ich das jetzt hier mal auf 2 Tönen ausmache und letzten Endes ist diese Art der Programmierung und die Tatsache, dass bei der originalen 303 die Tasten oft nicht gut reagieren und damit als Unfall mehr oder minder was völlig anderes rauskommt, als man eigentlich eingeben wollte, eine wichtige Sache. Also wir gucken jetzt hier auch mal den hier raus, dann machen wir hier mal noch einen Slide drauf. So, schauen wir mal. Und auf die Art gibt man eben den Pattern noch die richtige Würze, sag ich mal. Eine kleine Sache schauen wir uns zum Abschluss noch an. Man kann Pattern auch kopieren. Das ist relativ simpel. Ich gehe auf Function und auf Copy. Und jetzt kann ich einfach irgendeinen anderen Speicherplatz auswählen. Mir ist hier den daneben. Da gehe ich wieder auf Function und auf Paste. Und jetzt habe ich sowohl hier als auch hier dieses Pattern gespeichert.
Das als abschließender Hinweis. Es folgt noch mehr zur TD3 dann im nächsten Video. Wie immer nächste Woche. Ich hoffe, wir sehen uns dort wieder. Vergesst nicht zu liken, zu abonnieren und die Glocke zu drücken, damit ihr das Video auch nicht verpasst. In diesem Sinne, bis dahin, gehabt euch wohl.